Ich habe ihn als genialen Musiker wahrgenommen. Ich kenne leider nur Platten von ihm. Live habe ich ihn leider nie erleben können. Und Falco hat einmal gesagt, in einer von seinen Produktionen, er kann nicht besonders viel, aber das, was er kann, das kann er verkaufen. Und das hat man, glaube ich, gesehen bei all seinen Live-Auftritten und all dem, was er gemacht hat. Er war ein richtiger Entertainer, richtiger Showman. Wenn jemand Falco sagt, fällt mir zuerst der Falco Weißpflug ein. Ein Skispringer. Und dann interessanterweise erst der Hans Hölzl, der sich auch nach dem benannt hat, was eine gute Idee war aus seiner Sicht. Wir haben uns lange vor der Falco-Zeit kennengelernt. Er hat bei der Hallucination Company Bass gespielt. Das war so eine hippieske Clown-Rock-Theatergruppe. Da mein jüngerer Bruder dort Keyboard gespielt hat und da diese Band sehr damals angesagt war in Wien, habe ich mir etliche Konzerte angeschaut. Wir haben dann wieder mal ein Tradewaberl-Konzert gemacht, das war sozusagen das Pendant oder der Gegensatz zu Hallucination Company, das war so die etwas wildere, anarchistische Rock-Theatergruppe und da haben wir Falco gefragt, ob er Bass spielen will und so haben wir uns eigentlich kennengelernt. Privat sind wir dann halt so um die Häuser gezogen, spät nachts. In ganz Wien, richtig. Er war ein sehr guter Musiker und wir haben uns ab und zu getroffen im Studio und wir haben eine kurze Band miteinander betrieben, ein Trio. Und das war sozusagen so eine Nebenbeschäftigung für ihn, wenn er nicht mit seiner Kommerzband, mit der Spinning Wheel, auf Job war irgendwo in Urlaubsorten, dann war er in Wien und dann haben wir uns öfter am Margaretenplatz getroffen, zufällig, und bei solchen Gelegenheiten hat man sich dann ausgemacht, du könntest doch einmal da mitspielen, das wird ganz gut bezahlt und so weiter. Und so ist es gelaufen, ja. Und dann ist er, wenig später war er auf einmal der große Star. Ich war bei der ersten Single dabei, natürlich bei Ganz Wien, aber Ganz Wien hat ja noch in einer Tradewaberl-LP Platz gehabt. Das war noch gar nicht sozusagen ein Falco-Produkt, sondern das war ein Lied in der ersten LP von Tradewaberl. Er hat mich dann eingeladen, bei Kommissar und Helden von heute im Studio Chor zu singen. Das war eigentlich klarerweise der Kommissar die wichtigste Produktion für mich im Studio. Das war ja auch sein Anfang. Wir haben mit ihm das gemacht, also die erste Single gemeinsam, und waren baff, wie sensationell der Erfolg vom Kommissar wurde. Also das haben wir mit Sicherheit nicht erwartet. Ganz im Gegenteil, wir haben gesagt, ja, schauen wir mal, was passiert. Also es war nicht... Hätten wir es gewusst, hätte ich mit Sicherheit nicht das Angebot ausgeschlagen, eine Beteiligung zu bekommen, sondern habe die Gage vorgezogen, weil ich mir gedacht habe, das wird wahrscheinlich nichts. Ne? Also das war eine Riesenüberraschung für uns. Ja. Also das ist mit Sicherheit die wichtigste Gitarre, die ich jemals gespielt habe, obwohl man die Gitarre auf der Flucht, auf die bin ich noch mehr stolz, weil die ist sehr speziell. Und der Herr Hölzl war einer dieser Sternschnuppen, die da über den Himmel gezogen sind. Und jetzt schaut man sich die Wiederholungen an. Gott sei Dank hat das jemand aufgenommen, wie er über den Himmel gerast ist, und jetzt kann man sich die Wiederholung noch immer anschauen und sagt, der war wirklich toll. Dass er je länger er tot ist, der Erfolg größer geworden ist. Das hat mit Sicherheit auch damit zu tun, dass er zum Mythos geworden ist. Falco wird nicht vergessen. Und das hat ja auch seinen Grund, warum es so ist. Der hat ein Jahrhundert Charisma gehabt. Ja, das gibt es nicht so schnell wieder. Worum geht es in Junge Römer? Solange man nichts weiß von der Welt, kann man es noch besser ertragen. Die tanzen ein bisschen anders, es ist alles nur Illusionen, die sich aber lohnen. Und gib mir noch mehr davon. Sensationell vorgetragen. Dass die Musik, wenn man es heute spielt, genauso frisch ist noch immer, wie sie damals war. Also das hat schon
eine Zeitdimension, die uns überleben wird mit Sicherheit. Der Trick bei dieser Produktion ist der wirklich gute Text, der in wenigen Worten erklärt, wofür unser Eins dann ein ganzes Interview braucht und nicht fertig wird. Der hat es so verdichtet, worum es geht in Wien und in der Berühmtheitsskala und wie werde ich eine Legende, dass man es besser nicht machen kann. Wenn jemand sehr glaubwürdig ist, emotional sehr glaubwürdig ist, also sprich, die Geschichte, die er erzählt, sehr geglaubt wird, in seinem Fall ja nicht nur geglaubt wird, sondern er hat das in einer derartigen theatralisch wirksamen Art und Weise gemacht, dann wirkt das auch bei jemandem, der den Text nicht unbedingt versteht und der sich vielleicht dann darum kümmert und schaut, was singt er da. Aber es war nicht mit Sicherheit in erster Linie sein Auftreten und seine Agitation das am meisten Faszinierende für die Leute im In- und Ausland. Für Österreich überhaupt wichtig. Wir haben nicht viele große Musiker und das, was nachkommt, wird ja nicht viel gefördert jetzt derweil, aber ja, mal schauen. Vielleicht kommt da mal wieder sowas Tolles wie Falco. Nachtflug. Ja, ist am besten am Donauinselfest, am besten überhaupt, weil da schlägt genau der Blitz an. Super. Und natürlich das Donauinselfest am Schluss hat das Ganze unvergesslich gemacht, auch für eine große Zahl von Leuten, die ihn bewundert haben, aber auch für jene, die ihn nicht bewundert haben. Die müssen das auch zur Kenntnis nehmen. Natürlich das legendäre Konzert 1993 auf der Donauinsel, wo der Blitz eingeschlagen hat, wo 80.000 Leute im Minimum waren und das wird man auch nie vergessen natürlich. Und das merkt man, glaube ich, auch an der Donauinsel, die mitgeschnitten worden ist. Der Typ ist total da. Der ist im Moment da. Und das ist das Wichtigste. Und wir waren sowieso immer da. Ja? Aber ohne den Hölzl hätte es nicht funktioniert. Letztes Jahr auf der Donauinsel waren laut Polizeiangaben an die 150.000 Leute. Also das war unglaublich. Also bis zum Horizont Leute zu sehen, das kann schon was. War sehr beeindruckend und muss man auch sagen, auf das muss man stolz sein, dass man das machen darf, dass man vor so vielen Leuten spielt und die das auch noch toll finden. Ja, letztes Jahr, das war schon erhebend, nicht? So viele Leute und auf der großen Bühne wieder zu stehen. Und mir rinnt es dann natürlich ein bisschen kalt über den Rücken, beziehungsweise schnürt es mir die Kehle zu, wenn ich mich kurz umdrehe und ich sehe ihn dann seine Strophe singen und ich soll den Chor dazu singen. Ich habe mir gedacht, wie er gestorben ist, so das weiß ich, jetzt schmeiße ich die ganzen Unterlagen und die Noten weg. Die Zeit ist vorbei. Ist für mich und die schöne Zeit, mit ihm Musik machen zu können. Und ich habe mir nicht gedacht, dass ich jemals wieder die Falco-Mappe aufschlage und mir meine Songs noch einmal einlerne und das wieder live zu spielen. Das ist natürlich eine schöne Erinnerung und man wird melancholisch. Bis dann dieses erste Konzert im U4 stattgefunden hat, zu seinem 50. Geburtstag. Das muss 2007 gewesen sein. Und seitdem hat das dann nicht mehr aufgehört. Wir spielen einmal im Jahr dort. Und es hat sich zu einer Institution entwickelt. Und seitdem beschäftige ich mich wieder intensiv mit seinem Werk. Also nicht nur mit der Musik, sondern auch mit den Texten. Ja, es gibt dieses Goldfisch-Projekt, da spielt also die letzte originale Falco-Band, zusätzlich mit Peter Viehweger, der ja bei der ersten Band Bandleader war, als zweiten Gitarristen. Und Sängerinnen und Sänger, sind jetzt nicht nur Österreicher, interpretieren Falco. Ich hätte ihm gewünscht, dass er 10% von dem Erfolg, den er jetzt hat, in den 90er Jahren gehabt hätte. Also dann wäre er wahrscheinlich wesentlich glücklicher gewesen und wäre nicht in die Karibik ausgewandert. Das ist meine persönliche Meinung. Bei anderen ist es ähnlich, aber nicht so krass. Also da ist er schon, hat er alle Maßstäbe, die man nur setzen kann, gesetzt, indem er 20 Jahre nach seinem Tod fast erfolgreicher ist wie zu Lebzeiten. In Wien muss man erst sterben, damit man lang leben kann. Deswegen
erinnere ich immer gern daran, dass der Herr Hölzl am Anfang seiner Karriere als Musiker, als Solist, scheel angesehen worden ist. Wer ist denn das? Was will denn der? Was hat er denn? Was kann er denn? Was redet er denn? Was glaubt er, wer er ist? Ne? Was Wien von Falco hat, eigentlich nur das, dass man in Wien, also die das kapieren, stolz sind, dass er ein Wiener war. Ja, es gibt die Falco-Stiege und es gibt das Haus, wo er gewohnt hat, mit der Inschrift hier komponierte Hans Hölzl den Kommissar oder Falco den Kommissar. Ja, that's all, würde ich sagen. Zu einem Falco-Platz hat es nicht gereicht, kommt vielleicht noch. Vielleicht trägt diese Sendung oder diese Produktion dazu bei. Ich glaube, jetzt wird noch ein bisschen Wasser die Donau runterrinnen, bis das passiert. Falco Flughafen hat es auch nicht. Wirklich? Falco Flughafen? Stadt. Falco Airport oder wie? Das wäre gut. Ja, Das wäre nicht schlecht. Das wäre in seinem Sinne auf jeden Fall. Gute Idee. In meiner Jugend, wie ich 16 war eher auf dem Zenit sozusagen. 16, 17, wie ich war. Jetzt bin ich ein 65er Jahrgang und das war einfach ein super Typ und lebt nach wie vor. Ich glaube auch bei der Jugend heute, obwohl sie ihn gar nicht gekannt haben, aber er ist einfach genial gewesen und war ein super Kerl. Ja. Ein bedrückendes Feeling, das man hat, weil er wäre jetzt 61 heuer, also noch kein Alter, ist halt so. Also das hat man ja im Laufe der letzten 20 Jahre akzeptieren gelernt. Und das ist die Faszination der Kunst in Wirklichkeit, glaube ich. Man kann sich was anschauen, was heute eigentlich nicht mehr existieren dürfte. Es müsste vergangen sein. Aber es existiert wirklich noch. Ja. Jedes Mal, wenn die Donauinsel gezeigt wird, existiert sie. Zumindest im Bewusstsein derer, die dabei waren oder die so begeistert sind, dass sie gern dabei sein wollten oder dass sie gern dabei gewesen wären. Man imaginiert sich in eine virtuelle Realität, die tatsächlich real ist in dem Moment. Deswegen hat der Thomas hat immer gesagt, wir versuchen die Illusion herzustellen, es wäre ein Falco-Konzert voriges Jahr. Und ich war da skeptisch. Der ist tot, ja. Das kann kein Falco-Konzert sein. Und trotzdem war es so, wenn er die Bühne allein für sich gehabt hat, war das ein Moment lang ein Falco-Konzert. Die Illusion ist aufgegangen. Ja. Das hat mich zum Nachdenken gebracht und es ist das Resultat dieses Nachdenkens. Vielleicht ist das falsch, aber ich halte es für eine ganz plausible Erklärung. Wir pflegen unsere Vergangenheit, weil sie nicht vergangen ist, weil sie nach wie vor Realität ist. Was an Falco irgendwie schön war, dass er eine neue Stilrichtung, also wirklich diesen Austropop, Gewicht gegeben hat. Also es gibt ja auch jetzt Künstler wie Seiler und Speer, die das versuchen wieder zu beleben. Und das finde ich eigentlich was Schönes, dass quasi ein Stück von Österreich in die Musik implementiert wird. Also gibt dem Ganzen einen besonderen Touch. Also für mich hat er natürlich einen wichtigen Platz in der Musikgeschichte, vor allem in der österreichischen, weil er ein Trendsetter war mit seinem deutschsprachigen Rap und mit seiner ganzen Attitude und wie man so sagt, er war genau richtig in dem Zeitgeist, der damals geherrscht hat in den 80ern. Und er war die Nummer 1 in Amerika, das darf man ja nicht vergessen. Das ist ja nicht nix. Nicht? Da spielt natürlich alles zusammen. Die Show, die er aufgebaut hat, die Kunstfigur, die er kreiert hat und natürlich diese einzigartige Musik. Und das ist es ja, wenn du das Radio aufdrehst und du hörst Brillantin brutal von Falco, dann weiß sofort, das ist Falco. Es kann niemand anderes sein.